So, hallo zusammen. Wir kommen zu dem Thema Leben. Ich benutze das Lenormand, der Naturflüsterer, und wir gucken mal, was das Leben uns hier mitteilen möchte. Denkt immer dran, sind kollektive Legungen. Das heißt, entweder geht man in Resonanz oder nicht. Ich muss das leider immer wieder erwähnen, weil es so viele gibt, die dann schreiben, das passt zu mir gar nicht. Ja, dann passt es halt nicht, klick weiter. Ich kann nicht mit einer einzigen Legung die ganze Menschheit bedienen, das muss eben klar sein. Jeder, der hier resoniert, ist in diesem Bereich mit mir und die anderen sind halt in anderen Bereichen. Ne? Außerdem kriegst du natürlich bei deiner persönlichen Legung einen anderen Einblick wie in einem Kollektiv. Gut, also das Leben möchte hier tatsächlich, dass wir die Dinge mal wieder unter dem Aspekt sehen, dass wir auch Glück verdient haben, dass Glück geschehen kann, dass Klarheit kommt in manchen Bereichen, dass wir unsere eigene Größe leben können, dass wir unser Vertrauen hochhalten, dass wir unsere Erfahrungen nutzen auch. Ne? Hier kann es sein, dass vielleicht bestimmte Thematiken der Ahnenlinie, die hier was aufzeigen wollen. Und es geht darum, die eigenen Träume, die eigenen Sehnsüchte, das eigene Konzept, was man vom Leben hat, wieder in Fahrt zu bringen. Ne? Hier ist so dieses, ich habe meine Erfahrungen gemacht, ich habe irgendwie auch vielleicht möglicherweise dieses Gefühl, oh, das Leben hat mich jetzt alt gemacht oder ich fühle mich alt, ich habe nicht so richtig den Schwung. Aber hier wird gesagt, nimm deine Erfahrungen mit an Bord und setze dann die Segel neu. Glaub an deine Träume, an deine Visionen, an Expansion. Es geht ums Weiterkommen, ums Weitergehen. Es geht auch um, ja, wie soll ich sagen, vielleicht hast du Distanz aufgenommen zu irgendwelchen Geschichten deiner Familie. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass man damit auch zum Leben Distanz aufnimmt. Hier sind mir jetzt einige schon rausgefallen. Könnt ihr noch alles sehen? Hier ist so eine Energie, wo das Leben uns sagt, irgendwas stresst dich unheimlich. Du hast unterschwellig Nervosität, es gibt vielleicht viel Geplapper von außen. Trotzdem sehe ich hier diesen Überbegriff. Nutze mal deine Weisheit, folge diesen Herzensdingen, guck dir deine Herzensangelegenheiten an. Wo bist du hier gestockt? Wo hast du gesagt, ich steige aus dem Drama aus? Wo nährst du noch deine eigene Nervosität oder dein eigenes Gefühl? Da ist es nicht ruhig, da ist es flatterhaft. Ne? Und es geht hier um alle Herzensangelegenheiten, um alle Sehnsüchte, um dein Umfeld. Der Bereich Kommunikation ist auch dabei. Und es geht auch darum, dass man sich hier nicht zu alt oder zu abgenutzt fühlt. Ich nenne es mal alt, ihr wisst, was ich meine. Oder zu verbraucht, um sich hier immer wieder darum zu bemühen, mehr Erfahrungen zu machen, schöne Erfahrungen zu machen, stabilisierende Erfahrungen zu machen. Das Fundament, das man schon hat, mitzunehmen, um auf seiner Reise ein neues Kapitel anzufangen. Das ist echt wunderschön. Also hier haben wir jetzt weder Geld, ja, noch Partnerschaft, noch irgendwas liegen. Es geht höchstens um eine Erfahrung aus der Vergangenheit, die dich groß gemacht hat, die dich wachsen hat lassen. Und es geht um das tragende Umfeld und dass du dir Situationen erschaffst,
immer wieder neue Kapitel im Leben aufzuschlagen, nicht stehen zu bleiben, Situationen nicht nur auszuhalten, die dir am Herzen liegen, sondern auch zu sagen, hier ist die gute Grenze, ne? Hier bestimme ich, wer geht über diese Grenze und wo nicht, wo involviere ich und wo nicht. Und ich bin eigentlich dankbar, dass in dieser Legung vom Leben die Finanzen mal nicht dabei sind. Weil ich glaube, das ist das Thema, das uns alle immer drückt, diese Verlustängste und darüber nachzudenken, was im Außen ist. Und dabei vergessen wir ganz zu leben und funktionieren irgendwie. Natürlich möchte uns das Leben sagen, dass das alles auch ein bisschen Arbeit ist, voranzukommen. Hier ist auch das Thema, an was arbeitest du in deinem Leben? Wo ist dein Hafen? Wo hast du Stabilität, Balance, Ausgleich und sowas? Wo findest du dein Fundament für dich, das dich trägt? Das mal unabhängig von Beziehungen oder Geld oder irgendwas ist. Ne? Es geht hier um deine Erfahrung, um dein Fundament, um dein Wissen, das du auch anwenden sollst. Also wende das geschickt an, was du erfahren hast, wird hier gesagt, ne? An das, was du dir erarbeitet hast. Hier haben wir unten noch die Kommunikation. Vielleicht geht es hier ein bisschen darum, sich auszutauschen, mit anderen Erfahrungen auszutauschen, damit auch wieder den eigenen Horizont zu erweitern. Oder es geht auch darum zu sagen, hier brauche ich nichts mehr sagen. Ne? Das ist verschwendete Energie. Wunderschön. Mit dem Bären hier und den Sternen und dem Buch habe ich hier auch so das Gefühl, dass man sich so angebunden fühlen kann und dass das auch immer wieder erarbeitet werden muss. Denn es gibt Situationen, die stressen, da kommt man aus diesem Ding raus. Und ja, keiner hat gesagt, das Leben ist immer nur schön, aber irgendwie kriegst du hier auch den Lohn für das, was du gemacht hast. Und immer wieder wird hier eben auf die Erfahrung, auch über Generationen hier ein Weiterkommen vorausgesagt. Ne? Hier haben wir den Apfelbaum, der sich umgedreht hat. Das Leben möchte uns also sagen, du bist versorgt mit allem, was du brauchst. Empfange in Dankbarkeit und mache es wie der Apfelbaum. Er liebt das Leben und die Liebe und bringt frische Früchte hervor. Schön, dass sich die Karten so ergänzen. Dann schauen wir noch nach einem Engel. Ja, und hier haben wir den Engel des lichten Weges. Hier geht es darum, dass wir immer wieder ein bisschen daran erinnert sein wollen, was für uns die höchste Erfüllung ist, ne? Was unsere Lebensaufgabe ist, unser Dasein beinhaltet, welche Gaben, die wir haben. Also nicht auch gegen sich leben oder etwas zu erzwingen, sondern das, was für einen am besten ist, auch zu tun und seiner Erfüllung und Bestimmung zu folgen. Okay, dann brauchen wir noch ein Vögelchen. Wir haben hier die Bachstelze bekommen. Ich bringe dir Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Also hier dieses Vorankommen, die Erfahrung zu nutzen und weiterzumachen und sich da auch mal vorzustellen, es kann ja auch gut gehen. Ne? Wir brauchen nicht immer abgespeichert haben, ja, dass wir ausgebremst sind, weil wir vielleicht wieder schlechte Erfahrungen machen und das vermeiden wollen. Okay, das war die Inspiration zum Thema Leben. Ich drücke euch, bis bald.